warum Graphen schon bald die Welt erobern wird. Menschen gewinnen Brennstoff aus dem Nichts. Der Wassermangel auf der Welt ist zu Ende, da das Wasser der Ozeane nun trinkbar ist. Metalle rosten nicht mehr. Menschen brauchen keine elektrischen Glühbirnen mehr und ersetzen diese mit leuchtenden Tapeten. Menschen werden langsam bionisch. Wir beschreiben hier nicht den neuesten Science-Fiction-Film. Dies beschreibt eine sehr wahrscheinliche und sehr, sehr nahe Zukunft, die dank des Wundermaterials namens Graphen möglich sein wird. Das Erstaunlichste in diesem Halbmetall ist die Tatsache, dass du es selbst in deinem Wohnzimmer herstellen kannst. Wir werden dir später verraten, wie du das machen kannst, aber jetzt kannst du erstmal auf Abonnieren klicken, um mit uns auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen. Denn dort wirst du mit hunderten nützlichen und interessanten Videos begrüßt. Zöger nicht, die kleine Glocke zu läuten, denn auf diese Weise erhältst du und all deine Freunde täglich Updates von der Sonnenseite des Lebens. Okay, was ist Graphen und warum ist es so erstaunlich? Eine der Eigenschaften, die Graphen so cool machen, ist, dass es das dünnste Material ist, das du dir nur vorstellen kannst. Es ist nur ein Atom dick. Das bedeutet, dass dieses Material mathematisch zweidimensional ist. Dennoch kannst du diese einzelne Atomschicht in deinen Händen halten. Das ist doch der Wahnsinn. Wow! Überraschenderweise ist Graphen keine einzigartige oder seltene Substanz. Eigentlich hat es dieselbe Kohlenstoffstruktur wie der Graphit, den du jeden Tag benutzt, wenn du mit deinem Bleistift zeichnest oder schreibst. Zugleich sind in 0,76 mm Graphit ungefähr 3 Millionen Graphenschichten enthalten. Dr. Konstantin Novoselov und Professor André Geim haben das Wundermaterial im Jahr 2004 an der Universität von Manchester entdeckt. Sie haben die Effizienz von Graphit als Transistor untersucht. Die Geschichte verlief dann so, dass das Graphen dank des klebrigen Tapes aufgetaucht ist. Nachdem Professor Geim und Dr. Novoselov dieses Tape an ein Stück Graphit geklebt hatten, zogen sie eine einzelne Schicht des Materials raus. So kamen sie zu Graphen. Im Jahr 2010 wurde ihnen dann für ihre Erfindung der Nobelpreis verliehen. Verdient. Die Herstellung von Graphen war ursprünglich unglaublich teuer. Es kostete saftige 955 €, um ausreichend Graphen herzustellen, womit man lediglich die Spitze einer Nadel bedecken kann. Ende 2015 konnte man jedoch ungefähr 10 Gramm Graphen für ca. 870 € kaufen. Noch besser ist, dass die Spezialisten davon ausgehen, dass der Preis für diese Substanz aufgrund der optimierten Herstellungsmethoden noch mehr sinkt. Er könnte sogar so weit sinken, dass er so niedrig wird wie die Kosten des Rohmaterials Graphit. Graphen ist unglaublich dehnbar und kann sich bis zu 25% seiner Länge dehnen. Das Material ist zudem sehr steif. Eigentlich ist es sogar das härteste Material, das den Menschen bekannt ist, noch härter als Diamanten, und das sagt einiges. Tatsächlich kann nichts außer einem Elefanten, der auf einem gespitzten Bleistift balanciert, das Graphen stanzen. Obwohl es zweidimensional ist, kann Graphen dennoch gesehen werden. Du brauchst dafür auch kein Mikroskop. Diese einzelne Schicht an Atomen ist mit dem bloßen Auge perfekt sichtbar. Noch etwas Erstaunliches zu Graphen ist dessen Verbindung mit Elektrizität. Das Material trägt die Elektrizität schneller, genauer und effizienter als jegliches andere bekannte Material. Der Grund dafür liegt darin, dass die aktuelle Dichte von Graphen viele Millionen Male besser ist als die von Kupfer. Was die wesentliche Beweglichkeit betrifft, so ist es noch besser als Silikon. Folglich haben Elektronen keinen Widerstand, wenn sie durch Graphen wandern. Das Ergebnis ist, dass Menschen Graphen vermutlich zur Produktion von Batterien verwenden können, deren elektrische Erhaltung 10-mal so hoch sein wird wie alles, was es heute gibt. Eine weitere Qualität von Graphen, das hört gar nicht mehr auf hier, die Wissenschaftler extrem interessant finden, ist, dass es sich bei Kälte ausdehnt und bei Wärme schrumpft. Es gibt keine anderen Beispiele für Materialien mit derselben Qualität. Alle normalen Substanzen verhalten sich genau umgekehrt. Sie werden bei Wärme größer und bei Kälte kleiner. Wie sehr du dich auch bemühst, du kannst nicht einmal ein einziges Heliumatom durch Graphen bekommen. Das macht dieses Halbmetall zum undurchlässigsten Material, das bis jetzt entdeckt wurde. Folglich kann Graphen als perfekter Gasdetektor funktionieren. Während Atome Schwierigkeiten haben, durch Graphen zu gelangen, gibt es für Elektronen nichts Einfacheres als das. Laut Professor Geim macht dies das Material perfekt dafür, um Experimente in der Hochgeschwindigkeitsquantenphysik durchzuführen. Graphen hat ein großes Potenzial. Das ist vermutlich auch der Grund dafür, warum die EU 1,12 Milliarden € in eine Forschung investiert hat, die ein Jahrzehnt dauern soll, von 2013 bis 2023.
Anhand dieser Forschung soll herausgefunden werden, wie Graphen die Prinzipien von Elektronik, Gesundheit, Konstruktion und Energiesektoren verändern kann. Also, nach all diesen Fakten, wie kann Graphen verwendet werden? Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Graphen der Menschheit bieten kann. Ein Weltraumlift. Die Idee tauchte im Jahr 1997 in einem Science-Fiction-Roman von Arthur Clarke namens Fahrstuhl zu den Sternen auf. Der Fahrstuhl, der im Buch beschrieben wird, schaute wie ein Turm mit hauchdünnen Wänden und einem hohlen Inneren aus. Er war ca. 20 Kilometer breit und 35.405 Kilometer hoch. Die Idee eines solchen Fahrstuhls klingt völlig bizarr. Wenn er jedoch gebaut werden würde, dann wäre der Weltraum erreichbar und erschwinglich. Bis jetzt lag das Hauptproblem darin, Materialien zu finden, die leicht und stark genug waren, um einen solchen Fahrstuhl tragen zu können. Mit der Entdeckung von Graphen könnte das allerdings alles endlich starten. Trinkbares Wasser vom Ozean. Graphen könnte vielleicht die Antwort auf die Wasserkrise sein, vor der viele Länder stehen. Wenn wir Membranen aus Graphen herstellen, dann könnten diese Wasser durchlassen, während es zugleich das Salz rausfiltert. Das wäre eine Revolution in der Entsalzungstechnik. Solche Membranen können zudem Wasser reinigen. In der Tat haben im Jahr 2018 die Wissenschaftler der australischen Organisation für wissenschaftliche und industrielle Forschung das Meereswasser trinkbar gemacht, nachdem sie eine bestimmte Form von Graphen namens Graphere nur ein einziges Mal verwendet hatten. Dong Han Seo, einer der Forscher, sagte, dass diese Technik jedes Wasser trinkbar machen kann, egal wie verschmutzt es ist. Superstarke Panzerweste. Eine Schicht Graphen ist beeindruckend genug. Kannst du dir vorstellen, was du mit 2 Schichten dieses Supermaterials machen kannst? Nichts Geringeres als einen extrem starken Körperschutz. Forscher von Georgia Tech haben erst vor kurzem gezeigt, wie es 2 Atomschichten aus Graphen geschafft haben, intakt zu bleiben, nachdem Wissenschaftler versucht hatten, sie mit einer Diamantenspitze zu durchlöchern. Gesundheitspflege. Wissenschaftler der Universität von Illinois haben festgestellt, dass Graphen bei der Suche nach krebsartigen Zellen im Körper helfen kann. Forscher der Universität von Texas haben auf der Basis von Graphen vorübergehende Tattoos entwickelt. Diese Tattoos sind weit von einfachem Körperschmuck entfernt. Sie können nämlich lebenswichtige Organe der Menschen kontrollieren, wie etwa den Stand der Hydrierung und die Hauttemperatur. Geräte aufladen. Neue Batterien mit Graphen wird man sehr schnell aufladen lassen können. Es wird möglich sein, innerhalb von nur 15 Minuten von leer auf voll zu laden. Außerdem können sie mehr als 3500 Mal geladen werden. Das ist ziemlich beeindruckend, wenn man sie mit den gewöhnlichen Batterien von heute vergleicht. Ich habe mein Handy nicht mal für einen Tag aufgeladen. Flexible Smartphone-Bildschirme. Wenn Hersteller damit anfangen, Graphen in Geräteherstellungsfabriken zu verwenden, dann könnten wir am Ende Smartphones haben, die in jede Richtung gebogen werden können. Eine der Haupteigenschaften von Graphen ist nämlich seine Flexibilität. Folglich verfügt die Elektronik, die auf Graphentechnik basiert, über dieselben Eigenschaften. Laufschuhe für eine neue Generation. Solche Laufschuhe wurden bereits in den Laboren der Universität von Manchester getestet. Ihr Unterschied von anderen Laufschuhen liegt darin, dass ihre Außensohlen aus Gummi mit der Hinzufügung von Graphen bestehen. Das führt dazu, dass sie viel dehnbarer sind und stärker als gewöhnliche Materialien. Folglich halten solche Schuhe auch viel länger. Leuchtende Tapeten. Graphen könnte der Grund für das Verschwinden von Glühbirnen sein. Die dünn leuchtenden Tapeten mit graphenbasierter Elektrodentechnologie werden angenehme und regulierbare Beleuchtung für Häuser zur Verfügung stellen. Zusätzlich ist eine solche Beleuchtung auch deutlich energieeffizienter, als es moderne Glühbirnen sind. Eine rostfreie Welt. Wie wir bereits erwähnt haben, ist Graphen praktisch undurchlässig. Daher reicht nur eine Schicht aus graphenbasierender Farbe aus, um Rost und Zersetzung zu vermeiden. Kupferteller, die mit solcher Farbe bedeckt sind, könnten sogar als Container für extrem zersetzende Säuren verwendet werden. Sicheres Haarefärben.
Graphen kann auch in der Schönheitsbranche verwendet werden. Es könnte die perfekte Alternative zu den aktuellen Haarfärbungen sein, von denen die meisten immer noch giftig sind und die Haare schädigen. Im Jahr 2018 haben Wissenschaftler der Northwestern University herausgefunden, dass Graphen ebenso effizient wie permanente Haarfärbemittel sein kann, wobei jedoch keine giftigen molekularen Inhaltsstoffe gebraucht werden. Außerdem, im Gegensatz zu anderen Haarfärbemitteln, hat Graphen antibakterielle, antistatische und wärmereflektierende Eigenschaften. Experten haben ein Gel aus Graphenoxiden auf blonde Haare gesprüht. Man hat es 10 Minuten trocknen lassen. Die Haare waren dann mit einer Graphenschicht bedeckt, die nur 2 Mikrometer dick war. Alle Teilnehmer berichteten, dass die Farbe sogar nach 30 Mal Waschen noch drauf war. Wow. Kann man Graphen auch zu Hause machen? Naja, du könntest Graphen unter Umständen auch zu Hause herstellen, vorausgesetzt du hast ausreichend Zeit und Geduld. Du brauchst dafür einige Stücke klebriges Tape und eine Bleistiftmine. Danach gibst du eine dicke Schicht Graphit auf ein Stück Papier, nimmst etwas klebriges Tape, um eine Graphitschicht von der ersten zu entfernen. Das dritte Stück klebriges Tape wird eine Schicht Graphit der zweiten entnehmen und so weiter und so fort. Wenn du geduldig genug bist, dann wird dir auffallen, wie die Graphitschichten immer dünner werden. Am Ende solltest du noch eine einzige Graphitschicht haben, die dann unser zweidimensionales Graphen bildet. Diese Methode könnte vielleicht etwas ermüdend sein, aber schließlich hat sie auch einen Nobelpreis erhalten. Welche Verwendung von Graphen findest du am besten? Glaubst du daran, dass dieses Material die Zukunft ändern kann? Sag's uns unten in den Kommentaren. Das Video hat dir gefallen? Dann zeig's uns und gib uns ein Like. Das inspiriert uns noch, mehr Videos zu machen, die dein Leben hier auf der Sonnenseite noch prickelnder gestalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!